stichst dir nicht das Auge aus. Oder sollen wir den mal zumachen? Das geht in die Hose. Nee. Ja, dann mach den zu. Ich habe mir noch einen Der kleinen. ist zu groß. Der Kleine ist da. Der ist zu groß, der Schirm. Nee, es ist zu windig Leute, für den Schirm. es ist zu windig. Wir haben hier gerade einen Schirm als Sonnenschutz. Aber der, ja. Haut nicht hin, ne? Nee, das ist einfach. Also Schirme sind irgendwie eine tolle Erfindung, aber das ist für Hamburg ist das Käse. So, erstmal moin. Hamburg einfach zu viel Wind. Moin ihr Lieben, hier ist Hamburg Hafen Live. Ne, moin ihr Landratten, Seebären und Schiffskicker, Freunde des Hamburger Hafens. Willkommen an Bord eines neuen Abenteuers bei Hamburg Hafen Live. Heute zum Auslaufen mit der Aida Perla. Läuft bei dir, Paddy? Die sich mal wieder auf eine Reise nach Norwegen begibt. Ja, ihr seht. Er ist vorbereitet, ja. Ihr Oder seht, neben Metropolen, glaube ich. Norwegen Metropolen? Metropolen, ja. also sie fährt auf jeden Fall in die Richtung. Richtung Cuxhaven. Richtung, also Cuxhaven, Nordsee, Elbe 1 wird sie auf jeden Fall fahren. Und den Rest finden wir dann noch raus. Ihr seht, wir haben wirklich bestes Hamburg-Wetter. Wir haben hier wirklich 27, 28, 29 Grad. Ja, wir haben das große Glück, dass so ein ganz bisschen Wind Aber weht. nur heute. Aber nur heute, morgen ist vorbei. Gestern Abend hatten wir ja schon mega Wetter. Und das ist jetzt aber gerade, also das ist schon eine Herausforderung. Ich bin auch gespannt, ob die ganze Technik hält. Aber gucken wir mal. Ne? Ja. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle dabei seid. Die meisten liegen wahrscheinlich selber irgendwie im Garten, haben den Grill an oder ähnliches. Ja, wir gucken mal, was da kommt und was so los ist hier im Hafen. Ja. Viel Spaß! Viel Spaß. Dann gucke ich nach, wo sie Ach, guck mal, im Westen gibt es sogar einige, die 33 Grad melden. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. 33 Grad das ist außerhalb meiner Komfortzone. Absolut. Simon, ich danke dir für deinen Sub schon im 4. Monat. Dankeschön. Und Jakobs Aviation grüßt von der Nova aus Kiel. 2 €. Ich danke dir. Ja, die werden wir heute, glaube ich, nicht zu Gesicht bekommen. Es sei denn, ihr macht noch mal einen kleinen Abstecher. Aber auf jeden Fall eine schöne Reise mit der Nova. Da ist letztens jemand über Bord gegangen, ne? Was? Auf der letzten Reise. Ja, ja. Haben sie aber wieder, also war nachts, haben sie aber dann... Wie ist denn das passiert? Also die Hintergründe kennt man nicht, aber ist alles gut gegangen. Na, ein Glück. Alles gut gegangen, ja. Metropolentour ist wieder dran, schreibt Melli. Ja, ist Metropolen. Ja, danke dir, danke dir. Finn ist im 11. Monat dabei. Finn, danke dir für das Sub. Und Kai auch 11 Monate Prime Sub. Kai, danke schön, danke schön. Herr Ackerbengel spendiert eine kühle Dusche, ja. Hier könnte, also eben ist hier schon die Prag vorbeigefahren. Die hätte ja mal was Die am hätte Marsch mal machen hier so ein bisschen. Wir haben ja jetzt am Jungfernstieg gibt es ja so einen Sprühnebel. können. Echt? Ja, ja, die haben da irgendwie was installiert und dann sprühnebelt das da. Nebelwand, wo du dich abkühlen kannst. Da kannst du dann durchlaufen. Die können Sie auch gerne installieren. Da, anscheinend, Ja, du. anscheinend ist der Schwesterhansen Ja. Fanclub hier. Wo denn? Hinter uns. Hinter uns? Hinter uns. Schwesterhansen Fanclub. Ach, Ja, wahnsinnig viel los ist nicht im Hafen. Die Perla liegt da. Wir haben dann hier auf der rechten Seite haben wir noch eine Costco. Muss ich auch erstmal schauen, wer das eigentlich ist. Und es sind natürlich jede Menge Ausflugsdampfer unterwegs. Ach, die Shanghai, ja genau, die ist ja vor kurzem reingekommen. ist auch mal ein bisschen Schatten. Henrik steht schon wieder hinter mir. Ja. Dankeschön. Henrik, Mensch, kleiner Hamburg Hafen Live-Zuschlag. Ich danke dir vielmals. Das irritiert immer so, wenn jemand hinter uns steht und dann was ins Sparschwein tut.
Rudi für kalte Getränke 5 Euro und Andreas Preuß auch für kühles Dingsbums und Gedöns. Weißt du was? Ganz herzlichen Dank. Wir haben noch einen Schirm im kleinen Auto. Ich hol den mal schnell. Ich habe ja den Schlüssel noch. Willst du den Kann großen ich das wieder Mikro, mitnehmen? Behalten oder willst du das erst Nee, ich machen? mach das mal, sonst könnte sein, dass das sonst knistert. Willst du die anderen beiden Schirme schon mal wieder mitnehmen? Sven Reichel, auch 11 Monate dabei. Viele Grüße aus der schwülen Pfalz. Herzlichen Dank. Guck mal, Thomas schreibt, wir sind auf der Perla, wir winken Steuerbord unter dem blauen A. Wir hatten dich gestern auf dem Steg besucht. Ah, toll. Ja, wir haben heute auch geflaggt. Also die Hamburg-Hafen-Live-Flagge hier am Geländer an der Seemannsmission. Ich hoffe, dass ihr... Also ihr könnt ja mal, Thomas, ihr könnt ja mal Feedback geben, wie gut man die sehen kann. Weil ich habe ja festgestellt, als ich ausgelaufen bin, es war alles so winzig. Also Tanja konnte ich nur erahnen. Brigitte, also Brigitte, ohne deine orange Jacke, ne? Kennt man nichts, ne? Keine Chance. Wahnsinn, oder? Man hätte nichts erkannt, ne? Ja. Also das Schiff sieht natürlich riesengroß aus, wenn man auf das Schiff guckt. Ist man aber auf dem Schiff und guckt hier ans Ufer, also dann ist alles so winzig, einfach nur Ameisen. Anja Garlik, 21 Monate. Herzlichen Dank, ihr beiden. Grüße nach Wasserburg. Manuela schreibt auch, Flagge ist angekommen, 2 Euro. Und danke für den Schleppi. Unser lieber Kreativ-Andi bastelt ja immer ganz gerne. Und ja, und manchmal bastelt er ein bisschen mehr. Und dann haben wir immer ein paar Goodies, die wir mit in die Pakete schmeißen können. Also Shoutout an Kreativ-Andi. Treeworker, der Wanderpokal an uns. 6 Monate Prime Sub, Dankeschön. Danke. Und Häsenblitz ist da. Moin, mein Lieber. 10 Euro Superchat. Sven Amts, auch nochmal 2 Euro Superchat. Herzlichen Dank dafür. Eis860 schreibt, bin gerade in Hamburg und mache mit Familie jetzt um 16:30 Uhr eine Hafenrundfahrt. Mit wem machst du die denn? Machst du die mit Elas? Kommt ja nicht ins Spiel. Doch, wir sind ja nicht so. Also entweder mit Elas oder hier mit dem Truppentransporter von Abicht. Vielleicht ist er da ja auch drauf. Habe ich die dran? Robert Kröber, Mensch, ich habe das genau gesehen, dass du vor dem Stream schon 5 Mitgliedschaften rausgehauen hast und jetzt nochmal. Ja, glaub mal nicht, dass du damit durchkommst hier so heimlich von hinten rum. Ein ganz dickes Dankeschön, Robert. Das ist so ein krasses Saisongeschäft mit den Hafenrundfahrten. Jetzt sind die Biester voll, weil ich frage mich immer hier, solche Schiffe wie die Elbkristall, gehört natürlich zu den größeren. Jetzt sind die Biester voll, ist ein bisschen schlechteres Wetter, dann fahren die wirklich teilweise mit einer Handvoll Leute. Also das ist echt krass. Und was ganz cool ist, jetzt haben wir gerade Ebbe, man hört das. In dem Moment, wo hier Ebbe ist und es sehr flach wird, entsteht hier wirklich gut Brandung. Ich will gleich auch mal gucken, euch das zu zeigen. Kannst du gucken, ob das Radar geht? Ob das Radar schon an ist? Ja, Ja? ja, ist schon an. Dann wird es nicht auslaufen. Ich habe jetzt auch nichts Gegenteiliges gehört. Ja. Postbüdel 1971, 6 Monate dabei auf Twitch. Ich danke dir. 10 Monate die Ahoi Sophie und Beatrix. 5 Euro Hitzeszuschlag. Vielen Dank dafür. Klaus Günther im 2. Monat mit dem Prime Sub dabei. Seren haut schon wieder eine 5er Subbombe raus. Seren, du verrückter Typ. Ey, danke, danke, danke. Und Jens Peter auch noch mal ein 5er-Pack Mitgliedschaften. Herzlichen Dank. Toddo, liebe Grüße nach Kiel. Habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen, aber der Chat, der rattert schon wieder so. Ja, Brain schreibt auch Ehre an Seren. Also Seren wirklich. Echt Ehre. Wow, mein Hund und ich auch noch mal ein 5er-Pack.
herzlichen Dank. Und Thorsten Nietz, Vitamin C, 1 Monat dabei. Moin aus Flensburg, Dankeschön. Ole Bambo, auch an dich ein Danke für die 100 Steinchen. Herzlichen Dank. Mein Hund und ich haut auch schon wieder einen 5er-Pack raus. Leute, ihr seid echt irre. Oh, da kommt Tanja ihm ihre Barkasse. Ihr kennt ja den Spruch von Tanja. Wenn der Name drauf steht, dann gehört's dir. Steht die Tanja drauf? Da steht Tanja drauf, ja. Tanja nicht da. Tanja nicht da. Die Tanja H3020. Was haben die denn da für eine Flagge? Was sind denn das für Gesichter da drauf? Kann ich nicht erkennen, warte. Kennt jemand diese Gesichter? Es ist bestimmt irgendwie Hochzeit oder so? wie so ein Button. Ja. Ja, irgendwie, ich schätze auch, dass das irgendwie Hochzeit oder ähnliches ist. Und die beiden da geheiratet haben. Schlotzi, Dankeschön, ein verstecktes Sub an Bubi, Schlotzi an Bubi. Leon, danke auch an dich für den Abkühlungszuschlag. Moni, eine verschenkte Mitgliedschaft. Und Florian ist da. Florian und Vanessa, liebe Grüße ihr beiden. 2,49, danke, danke, danke für eure Unterstützung. Da haben wir dann die Princess, die geht gerade nochmal sich die Perla angucken. Was war es jetzt? Perla war es, ne? Nicht Ja, ja, Perla war es. Also man sollte ja meinen, nachdem ich jetzt einmal mit so einem Ding gefahren bin, könnte ich Prima und Perla auseinanderhalten, aber Klappt nicht. das ist auch schon wieder so weit weg mit der Kreuzfahrt. Das ist so irre, wie die Zeit vergeht. Sind alle weiß. Perla, Primo sind auch noch baugleich. Kann man dazu. Mir fällt's nicht auf. Beide mit Willi Sekett, ich danke dir für ein Sub, das an Patrick geht. Und Disaster Bob. Wieder ein super Stream bei super Wetter, 11 Monate, ich danke dir. Thorsten Nietz, Vitamin C für die AIDA Streamkasse. 5 Euro Superchat. Danke, mein Lieber. Jens Pidder ist da und wünscht sich die James A. Barker. Ja, mit den Männern. für mehr Hörner. Moin, Kadi, Tanja und Brigitte. Schöne Bildung. Bernie, Noah, liebe Grüße. Tanja schon vorbei. So, So, jetzt ist Sonne gerade weg, ne? das sieht auch so aus, als ob da gerade ein Lotse abgesetzt wurde bei der AIDA. Das wäre ja nicht so schlecht, Das wäre nicht so schlecht, weil ja. dann geht es eventuell ja pünktlich los. Ich glaube schon, dass die pünktlich ablegt. AIDA ist in letzter Zeit verdammt pünktlich, finde ich. Verdammt. Heute kommen aber tatsächlich alle Ausflugsbötchen aus ihren Löchern, oder? Ja. Hier fällt das natürlich ganz extrem Ja. auf. Viele, die fahren ja gar nicht so weit raus bis zum Bubenderufer. Aber hier fahren die eigentlich alle lang. Michaelis, 11 Monate. Wann gibt es immer das hier? Bonus-Chat-Nachricht für treue Mitglieder. Das gibt es immer einmal im Monat, diese Chat-Nachricht. Einmal im Monat kann man die raushauen. Und dann wird das quasi hervorgehoben. Bernie, 15 Monate. Danke, danke. Ja, Sirenen müssen wir bald Anteile am Kanal übertragen. Er haut schon wieder ein Fünfer raus. Unfassbar. Sirenen, unfassbar. Aber trotzdem ein ganz, ganz fettes Dankeschön natürlich. Die Neuland.
Onkel Jupp ist auch seit 18 Monaten dabei. Wieder ein super Stream bei super Wetter. Dankeschön. Und Christoph Kuhlmann fragt, wann die nächste Frachtschiffreise ansteht. 2 Euro, ich danke dir. Christoph, ich will da noch nicht so viel drüber verraten. Also ich habe als nächstes wieder eine Frachtschiffreise geplant. Das habe ich ja schon mal so ein bisschen angeteasert. Aber es gibt leider zu oft irgendwelche Geschichten, die schief gehen. Und mir tut das immer total leid, hinterher dann sagen zu müssen, ja, ach nee, doch nicht. Mich hat das gestern schon total genervt, dass wir die Geschichte bei Cap San Diego absagen mussten. Das ist halt irgendwie nicht so mein Ding. Ne? Wenn ich was ankündige, dann ziehe ich es halt auch sehr gerne durch. Und deshalb, ja, lieber nicht zu früh darüber reden. Aber zumindest ist etwas geplant. Du kannst ja Bescheid sagen, wenn ihr ablegt. Ich sag Bescheid, ich schicke eine WhatsApp, wenn wir ablegen, genau. Reicht das? Bernie schreibt auch, Flagge ist bestellt. Ja, danke, danke. Also ihr habt den Shop wirklich glühen lassen. Heute haben wir auch noch mal fleißig gepackt. Also echt ganz, ganz dickes Dankeschön, was ihr an Flaggen bestellt habt. Aber guckt mal jetzt die Wellen. Seht ihr das? Es kommt halt durch die Ebbe. Hier war noch im Chat die Frage, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, wenn man eine Flagge vorbestellt, bekommt man denn eine E-Mail, wenn sie da ist? Also eine Versandbestätigung? Ja, also wir verpacken die dann und dann gibt es ja diese typischen Versandbestätigungen. Genau. Aber wir sagen auch Bescheid, wenn sie da sind. Also Ja, aber wir schreiben jetzt nicht jeden Einzelnen an und sagen, hallo, Flagge ist da, sondern wir versenden die einfach und dann kriegt ihr normalerweise eine Versandnachricht. Ich hoffe mal, dass es auch nicht so lange dauert. Mit ein bisschen Glück Ende nächster Woche, realistisch aber Anfang übernächster. Torben ist seit 26 Monaten dabei. Ich hatte diesen Monat ja auch noch nicht. Dann mal auf viele weitere Monate. Torben, ganz lieben Dank. Torben auch einer der allerersten bei uns auf dem Kanal. vielen, vielen Dank. Und Lamayana, 200 Bits. Dankeschön. Haben wir denn rausgefunden, auf welchem Dampfer sich der Eis 860 befindet? JP on Tour, 3 Monate. Grüße an alle und danke, dass es diesen Kanal gibt. Sehr gerne. K8 Pitch schreibt auch, Paket mit Flagge und Schlüsselanhänger heute angekommen. Ja, manchmal wundern wir uns echt, was DHL kann. Also manchmal ist wirklich unfassbar. Dann bringst du das spät nachmittags bringst du das irgendwie noch zur Post und nächsten Mittag ist es dann irgendwo in der Pampa. Ja? So, bringst du das aber heute Morgen zur Post und es muss von Westhamburg nach Osthamburg. Katastrophe. Katastrophe. Ronny schickt 5 Euro Superchat, fragt, wie wäre es denn mit einer Frachtschiffreise bei Captain Ingo? Klar, kann ich machen. Also fragt da mal an oder soll gerne Bescheid sagen, wenn er Lust hat, dass ich mitfahre, dann können wir das machen. Also Sirenen, wirklich. Mir fehlen die Worte. Kannst du mal was zu Sirenen sagen, Schatz? Ja, ich habe ihn ja gar nicht gesehen hier vor Ort, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich dachte, er bleibt einen Tag länger. Dann hätte ich ihm mal was sagen können, ja. Jetzt muss ich bis nächstes Jahr warten. Hast du noch Fragen? Nee. Danke, Sirenen. Danke. Ja, vielen, vielen Dank. Annette ist jetzt auch wieder auf dem Fischmarkt dabei. Annette, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, haben wir denn da hinten, also auf jeden Fall blinkt da was. Aber ich glaube nicht, dass das die Festmacher sind, oder? Da hat gerade was geblinkt. Oder geblunken. Geblunken. Da hat was geblunken. Blinken, blanken, blunken. Daniel, danke für das Lob. Ganz lieb von dir. Dankeschön. Er findet die Streams immer mega. Dankeschön. Und Daniel, ja, das war ja Daniel. 2 Monate, danke.
Der cholerische Delfin, 8 Monate. Dankeschön dafür. Ich mag ja auch immer die Walks so gerne. Die Walks sind super. Ich will da auch mehr von machen. Egal, wenn jetzt du mit Ben unterwegs bist und wir nur hinterher trotteln oder mit Anja oder mit Kirsten oder mit allen. Ich finde das mega. Ich finde, das bringt auch so einen Spaß, als Hamburger selbst auch so die Stadt so ein bisschen zu erkunden. Ne? Ich sag mal, da oben das am Fischmarkt, das haben wir ja auch nur durch Zufall da oben beim Altonaer Balkon entdeckt. Aber ich glaube, aus dem Binnenhafen müssen wir auch noch mal eventuell einen zweiten Teil machen. Ich glaube, da kann man sowas... Aber wo willst du da noch hin? Wir haben noch fast schon das ganze ich habe Areal. schon so ein paar Tipps noch bekommen. Da gibt es ja Okay. auch diese historische Straße, ne, so ein bisschen wie die Deichstraße. Ist das auch im Hafen noch? Nee, das ist ein bisschen, aber es ist alles Okay. nicht so weit weg. Wir müssen uns da mal einen Roller mieten und da mal ein bisschen Strecke machen. Hier meldet der Chat schon, Perla hat abgelegt. Echt? Dann ist sie ja 8 Minuten zu früh. Ja. Also die AIDA-Kapitäne kommen in letzter Zeit immer sehr früh. Larissa und Sven, ganz lieben Dank. 5 € Flagge bestellt, ihr seid super. Also nochmal ein kleiner Hinweis, falls ihr das jetzt gestern nicht mitbekommen habt. Die petrolfarbene ist leider schon ausverkauft. Wir haben die aber schon nachbestellt und hoffen, dass die relativ schnell geliefert werden. Aktuell auf Lager ist die gelbe. Ihr könnt die petrolfarbene trotzdem bestellen. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir den Shop dicht machen, weil wir jetzt nicht davon ausgegangen sind, dass das auf einen Tag drauf ankommt. Nur, dass ihr einfach mal Bescheid wisst. Oh. Danke für die immer wieder guten Streams. Macht weiter so und bitte mehr von den Walks. Schreibt Markus Pape, 22 Monate. Ja, Walks. Nachher treffen wir uns auch noch mal mit Ben und Kirsten und dann noch mal ein bisschen schnacken. Ben hat ja leider auch immer so ein bisschen Zeitnot. Ne? Der arbeitet in der Woche. Heute war er dann auch ein bisschen fotografieren. Der will dann am Wochenende auch ein bisschen Zeit für sich haben. Kann ich auch voll verstehen. Aber ich mache halt unheimlich gerne die Walks mit Ben. Weil, also nichts gegen die Ja, Nick, komm, tschüss. Also war schön mit euch. Wiedersehen. Ich wusste, in dem Moment, wo ich es aussprach, dachte ich, oh nein, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Frauen, Aber ich mag Frauen die- verstehen sowas immer falsch. Ich mag die ja auch gerne mit Ben. Das ist halt einfach so. Ja. Weil er ist einfach History und... Nein, er ist Ja. halt auch ein toller Typ. Ja. Und ich würde zum Beispiel ungern einen Walk alleine machen. Also jetzt ganz alleine durch die Gegend gehen und die ganze Zeit Monolog führen, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Das ist was anderes hier beim Schiffe gucken. Da kann ich mich auch gut alleine hinstellen. Falling Dragon freut sich schon auf die 2 Wochen Ferien in Hamburg. Und hoffe, wir können uns dann treffen irgendwo beim Stream. Ja, ganz bestimmt. Also sind am 26. da. Whisky, Gin oder Rum, was hast du lieber? Also ganz ehrlich, Falling Dragon, ich glaube Rum bin ich, ne? Ja. Aber du musst nichts mitbringen. Du musst wirklich nichts mitbringen. Ja, wir Oder im- Gin. Gin bist du auch. Gin ist auch, ja. Also es ist ganz lieb, wenn dann Rum, aber muss nicht sein. Und vielen Dank für die 10 Schweizer Franken. Dankeschön. Ja. Sven, willkommen auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Ja, bei der Perla geht es los. Zur Info, Lufthansen ist heute mal nicht dabei. Ich habe mir überlegt, ich will mich auch mal wieder ein bisschen auf die Hauptkamera konzentrieren. Ich wusste auch nicht, dass Martin kommt. Wenn ich jetzt gewusst hätte, dass Ja. Martin kommt, hätte ich die mitnehmen können. Aber ich dachte mir, Mensch, vielleicht finden wir ja den einen oder anderen, der winkt. Und die Drohne ist halt doch immer etwas, was auch ein bisschen ablenkt. Heißt jetzt nicht, dass ich die nicht mehr mitnehme, aber jetzt heute zum Beispiel habe ich mal gesagt, das ist zu viel, es ist warm hier, du stehst in der Sonne, du hast so viele Dinge, auf die du dich konzentrieren musst, lasse ich die heute ausnahmsweise mal zu Hause. Michaela, Dankeschön. Möchtest du auch mal ein bisschen Schirm? Ja. 5 € Superchat. Auch ich sage danke für die tollen Flaggen, die heute angekommen sind. Ich freue mich auf einen weiteren schönen Stream. Dankeschön. Danke. 15 Monate, Michael Mühlschlegel. Sind vom 2. bis 6.8. in Hamburg. Also wenn ihr in Hamburg seid, ihr könnt uns gerne schreiben.
Und ihr könnt auch gerne vorbeikommen, wenn wir einen Stream machen. Da versuchen wir dann auch, euch irgendwie vorab ein paar Infos zu geben. Aber, nee, nix aber. Passt doch super. Nee, also nix aber. Hier könnte man jetzt super noch Ja. ein kleines Getränk nehmen und zugucken. Mark Polo 76, Speicherstadt 9 Monate, Dankeschön. Ja, jetzt ist der Schirm hier auch übergetreten. Ja, du musst den ja in eine Richtung halten. Der Schirm stresst mich. Haben wir denn Bewegung in der Perla? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Also ich glaube, die ist noch fest. Das hat doch eben, haben doch schon welche geschrieben, dass sie abgelegt hat. Ja. Nee, guck mal jetzt hier, die bewegt sich doch gar nicht. Da hat wieder einer Blödsinn geschrieben. Also Ich weiß nicht. also hier an die Mods, der Nächste, der schreibt, dass ein Schiff ablegt und es nicht passiert, Und so ein Beweisfoto schicken. gleich Timeout. Gleich Timeout. Fake News werden nicht mehr geduldet bei uns im Chat. Keine Fake News, da werden wir vehement gegen vorgehen. Irgendwelche falschen Informationen, die uns in die Irre leiten, können wir nicht mehr tolerieren. Also Falschinformationen, sofort ein Timeout. Nächste Woche ist Danny wieder an Bord. Bikai, du kannst uns einfach eine E-Mail schreiben oder über Instagram. E-Mail findest du im Impressum. Danny, geht er wieder auf die Sol? Nein, Aida Perla. Auf die Perla? Aber dann könnte er doch hier mal vorbeikommen. Ja, ich wollte Danny mal anschreiben, ob er nicht mal irgendwann Lust hat, dass er mal... Oder dass ich mal rüberkomme, dass man mit ihm mal irgendwie vorm Terminal so einen kleinen Handy-Stream macht oder Das so. wäre doch cool, Ja? wenn er dazu Lust Macht er hätte. bestimmt. Eigentlich wollte ich Danny ja fragen, ob er nicht als Co-Kommentator bei uns die Cruise Days streamt. Aber das kriegt er zeitlich garantiert nicht hin. Das wäre sehr lustig. Er ist bis Oktober auf Aida Perla. Naja, das Dann wird. kommt in Oktober erst runter. Aber Cruise Days sind im Oktober, oder? Nee, im September. September, ah, okay. Genau, Anzeige ist raus, Falschaussagen 1 Euro, nee, Falschaussagen gleich 10 Euro in die Kasse. Schleppi! 2,49 auch nochmal von Schleppi. Dodo. Seid ihr genug eingecremt und trinkt genug? Ja, ich habe mir die schöne 50er zu Hause aufgelegt. Guck mal, Brigitte, da Von kommt daher- dein neues Arbeitsgerät angefahren. Hey, yo! Das Postboot. Oh, das Postboot. Wie cool ist das denn bitte? Hey, das Hörnchen! Balthasar fragt, ob ich bereut habe, das große Tele nicht mitgenommen zu haben auf die Norwegen-Tour. Aida Qual. Nö. Nö. Der 3. Das ging auch ohne ganz gut. Ei! Hi. Wollt ihr irgendwas Besonderes mit Schiffen? Moin. Und da! Was heißt nur da? Hallo hier, guck mal, hier ist ein Schlepper, da ist ein gelbes Sportboot, da kommt eine Barkasse von Elas, da fahren Fähren und du fragst, ob hier was Besonderes mit Schiffen im Hafen ist? Ja. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, das erste Mal in Hamburg, deshalb. Das erste Mal in Hamburg, ja, du müsstest dich doch über jedes Schiff freuen, was hier Ja. lang fährt. Dir Ja, auch. Tschüss. Touristen. Welche Elas ist das? Nee, ich kann das von hier auch nicht sehen. Hiltrud ist das. Hiltrud.
Marc Polo, auch 9 Monate. Ich glaube, ich hatte dich schon. Egal, doppelt hält besser. Und Seren schon wieder ein Zehner. Danke, Seren. Herzlichen Seren, da Dank. musst du aber doch noch mal vorher nach Hamburg kommen. Seren, beim nächsten Mal musst du einen ausgeben. Ach nee, das geht andersrum, oder? Das denke ich auch. Leon schickt auch nochmal 5 Euro Superchat und schreibt, sensationeller Livestream. Herzlichen Dank. Hier wird mir gemeldet, deine Freundin kommt gleich vorbei. Welche denn von den ganzen? Kaya Josephine. Ah, ich dachte Schwester Hansen. Kaya, Josephine, Sophia, Soraya und Schwester Hansen. Das wäre doch ein Dreigestirn. Von wo kommen die denn? Aus welcher Richtung? Das wird mir jetzt nicht übermittelt. Kommt von dir aus, von Backbord. Also hinten aus dem Hafen. Ja. Ah ja, so kleine Tochter. Ja, und da kommt's. Von der Ecke. An der Ecke gerade vorbei. So, hier haben wir wieder, wir müssen gleich mal hart durchgreifen. Tim Eilers schreibt, Perla fährt schon. Wenn sie nicht fährt, Timeout. ist jetzt so, Tim. Tim, sorry. Ist so. Namen? Was heißt Ihre TV? Bitte? Was heißt Ihre TV? Ich verstehe dich nicht. Was heißt Ihre TV? Unser TV Ja, auf YouTube. 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 Was heißt? Hamburg Hafen Live. Haben wir keine Karte Hamburg mit? Hafen Live, ja? Hamburg Hafen Live. Okay, Sie machen das als Livestream. Stream. Okay. Livestream. Die Okay. Fahne. Sie machen ein kleines Interview guck mal hier eine raus, aus was ist das Leute, wer macht Ausländerleute. Also jetzt nicht, weil wir sind gerade live. Ja, okay. Aber das noch einmal? Ja. Aber Bier schmeckt, oder? Ist gut, ne? Holsten knallt am dollsten. Hamburg Hafen Live, ja? Genau, auf YouTube. Okay. Na? Und Sie machen alles, Aber wir sind jetzt live. jetzt kommen in Ja, ja. Jetzt genau. Alles, was Sie erzählen, ist live. Kleine Interview. Nein, wir haben jetzt keine Zeit, weil das jetzt Also wir haben nichts losgeht. gehört, ich Tut mir glaube leid. nicht, aber Ne? das Tut mir kann leid. sein. Tut mir leid. Später. 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 Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Okay. Okay. Und ich heiße Eugen. Ich komme aus Königsberg. Eugen aus Königsberg. Ja. Ich jetzt mache Ausbildung für Pflegeassist in Schwerin. Ich bin also, Ja. ich supportiere ukrainische Leute und Okay. gegen Putin. Ah, okay. In Russland suche ich mich und jetzt, wenn ich komme zurück nach Russland, Ja. das wurde für mich circa 10 Jahre Gefängnis. Okay. Ja, dann lieber nicht, ne? Ich lebe hier in Deutschland, mache Ausbildung für Pflegeassist. Ja. Ich denke, das, Okay. Das ist besser als sitzen in Gefängnis in Russland. Mal mit, weil das ist alles live. Es ist alles leid, du müsstest mal bitte ein bisschen, Alles klar. Genau. Alles klar, alles klar. Ja. Genau. Der Herr da hinten, der möchte sich das gerne mal anhören. Der Freund hat schon die Kurve gekriegt. Eieiei, Ribbelbobo, 10 Monate, herzlichen Dank Oh. auf Twitch. Und Sophia ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei, herzlichen Dank. Reisen am Limit schickt 20 Euro. Sehe dich hoffentlich mal an Bord der MS Europa 2. Ich glaube Das ist nicht Reisen Unlimited, das ist Streaming am Limit. Stream oder? am Limit. Also ich glaube, Europa 2, das wird dann budgetmäßig doch eine Herausforderung. Toto, Technikfrage.
Rode oder ATEM Mini-Mischer? Weder noch, Toddo. Kannst mich gerne mal anschreiben. Weder noch. Und Schetheit ist auch schon ein ganzes Jahr dabei. Kommt mir vor, als hätte ich euch gestern erst gefunden. Ja, mir kommt das auch nicht so vor, dass wir bei Twitch schon ein ganzes Jahr dabei sind, mir auch oder? nicht. Was kommt denn da für ein schöner Segler eigentlich? Ja, das ist doch hier Holger mit seiner Elbsegelei. Ach, Aber ich so habe die Brille auf, ich richtig, kann wieder nichts gucken. so richtig reißt er heute nichts. Darkman, 9 Monate, Dankeschön. Und Tanja liebt Hamburg, schickt schöne Grüße vom Seemannssurf zur Seemannsmission. Dankeschön. Andreas Preis, Andreas Preuß, 2,49 für meinen neuen Kumpel mit 3, irgendwas Promille. Ja, naja, er war sicherlich ein bisschen angeschickert, aber im Herzen war er, glaube ich, gut. That's live, ne? That's ist halt live, so. ja. Also, Haben wir noch Wasser? ja, wenn du einmal kurz... Ach nee, ich kann mir das auch selber ja. rausholen. Da ist auch ein Bellini drin, nicht, dass du das verwechselst, ne? Don't drink and stream. Da hat aber Schwester Hanse noch nichts von gehört. So, oder? was ist denn jetzt hier los mit dir, Aida? Ja, irgendjemand sagte eben hier, dass sie auf 18 Uhr eventuell geändert haben. Aber kann das sein? Hast du mal die AIDA-Beauftragte gefragt? Ich gehe da mal rüber. Hören Sie mal, Sie schickes Madel mit der orangen Weste. Ansonsten Haben Sie kommt, Infos, glaub ich, Sophia ob gleich die um die AIDA Ecke. vielleicht noch später rausgeht? Könnte möglich sein, Da. dass es 17:30 vielleicht. Oder war es Kaya? Ich glaube, Können Kaya Sie da mal Ihre Josephine ist das. Kontakte rüber? Ja, ich habe keinen Schippern. Kontakt zu Andreas Etzin, der Kapitän. Ja, dann wird das aber mal Zeit, Wenn ne? die AIDA Ja, nicht ich hab fahren auch will. keinen, den ich da kenne an Bord. Dann hilft so nichts. Wo gemeinte 18? Anne Ortmann, Das war ja 1199, von einer Hamburger Perle in Berlin in ihren Heimathafen Hamburg so sehr vermisst und durch euch die Sehnsucht ein wenig stillen kann. Und dann? Ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank. Und Matze ist auch seit 2 Jahren jetzt dabei. Meine DHL-Pakete kommen sicher und pünktlich. Die bringt nämlich Drucki nach Hannover. Oh. Ja, wir haben uns Ja. schon immer gefragt, was Drugi so fährt. Schauen also wir ob mal. das so richtige Pakete sind oder so. Hier ist wieder Ebbe-Party bei den Vögeln. Ja, das wird auch gleich noch schlimmer, also noch schöner. Die holen sich da jetzt das Treibgut. Guck mir das total gerne an, wenn hier Ebbe ist und da dann die ganzen Vögel zugange sind. Irgendwie ist das interessant. Da kommt erstmal meine süße Kaya Josephine. Sweetheart. Perle des Hafens. Ein ganz tolles Schiff. Also heute könnten wir diese nassen Wurfgeschosse vom Balkon echt gut vertragen, oder? Oh ja. Aber sag das nicht so laut, sonst kommen die gleich wieder. Guck mal, da kommt die schöne Kaya. Es ist einfach so ein Traum. 4 Propellergondeln. Vorne und hinten jeweils. Wäre ja schön, wenn die gleich mal ein Horn raushauen würden. Ja, Vielleicht wissen die ja, dass wir da. Ich habe jetzt auch nichts ordentlichen, gelesen. fetten Gruß hier einmal an das Kupfererztaxi zwischen Brunsbüttel und Aurubis. Beim Frank-Film sind auch Fahne und Anhänger angekommen. Ich danke dir und danke auch nochmal für die 2 Euro. Ja, wenn ihr mal guckt, ne, alle, die das nicht kennen, die sich
fragen, was ist denn an Kaja Josephine so besonders? Kaja Josephine und Sophia Soraya sind zwei Schiffe etwas besonderer Bauart. Die haben vorne so einen Doppelrumpf, wie man hier so ein bisschen sehen kann, und haben halt sowohl vorne als auch hinten jeweils zwei 360 Grad drehbare Propeller. Ach, davor noch die Rip-Piraten. Mensch, hier ist was Und die los. fahren im Prinzip die ganze Zeit hin und her zwischen Brunsbüttel und Aurubis und bringen Kupfererz. Moin Jungs, ach, die Moin. schleichen sich heute aber auch einfach so vorbei, oder? Hier sind wir. Hier drüben. Guck mal, die Rip-Piraten Die hier. Rip-Piraten. Die machen nachher wieder eine extra Die Runde. wollen wieder für kostenlos hier Airtime abgreifen. Was machen Sie hier? Uns. Guck doch mal. Ach, Mensch, du. Haben Sie eine Genehmigung? Nein, habe ich nicht. habe ich nicht. Dachte ich, Haben Sie eine? Na, Digga. Moin, Na, na, ihr? Sag moin. Hallo. Hallo, moin. Na, Jo, der Dampfer ist noch hat fest, Verspätung das Ding. Ja, das ist doch perfekt mit unserem Timing denn gerade. Ne? Ja, ne? Siehst du wohl. Würde ich doch mal sagen. Schön in der Sonne hier. Herrlich, das freut mich. Ich habe auch gekühlte Getränke und einen Stuhl dabei, wenn ihr möchtet. Oha. Für da hinten so. Also von Bord kam hier übrigens die Info vom Strahlberger, soll eigentlich gleich losgehen, sagte der Kapitän. Okay. Okay? Ja. Na denn? Nur zur Info, ich habe hier einen Behind-the-Scenes-Stream laufen. Ja. Kannst du Also noch mal nicht in der moin Nase sagen? popeln. Ja, krieg ich hin. Schaffst du Hose das? anlassen und so. Bitte, bitte. Obwohl, naja, gut. Manche würden es vielleicht nicht schlecht finden, aber man weiß Für es alles nicht. im Markt. Ja, Biebricher, Grüße aus Hessen in den Hafen. Ja, Danke klar. für dein erneutes Prime-Sub. Und Mutsche 888 lässt auch das Prime-Sub im 5. Monat da. danke Barbara, schön. 10 Euro. Danke an das Hamburger Live-Team für die schönen Streams. Es wird niemals langweilig. Danke, Barbara. Ja, die Perle hat auf Ben gewartet, ganz genau. Merkst du was? Was denn? Ob du was merkst? Nicht so wirklich. Von dem Ventilator? Kirsten hat Martin auch eben nicht erkannt. Der ist sowas von inkognito. Ja, ne? Ja, Voll.
Na, dann hoffen wir mal, dass es gleich losgeht, ne? Guck mal, Jackie grüßt vom Gin Hotel. Ah. Beste Grüße zurück. Also. Da der Chat leider heute an Vertrauenswürdigkeit eingebüßt hat, muss ich selber nachgucken und sehe da hinten die Festmacher, die gerade die Leinen losmachen. Es geht also los. Ja, Chat, Jo. ihr habt echt ein Vertrauensproblem. Leinen gehen los. Schirm geht Der weg. Schirm geht auch los, warte. Nee, warte, du musst den in die andere Richtung halten. Gib mir mal. Da ist der Profi. Hat geknickt ein wenig. Nein, das passt. So, kann also losgehen jetzt hier. Kann losgehen, ja. Die Riffpiraten waren ja auch schon unterwegs, habe ich gesehen. Anscheinend wissen die jedes Mal, wenn wir live sind. Die fahren immer vor die Kamera und drehen eine Das extra gibt's ja wohl Runde. nicht. Jo. Das ist doch alles Und wir haben noch keine Einladung bekommen für eine extra Runde mit denen. Ja, das kommt noch. Das kommt, die sind so ein bisschen schüchtern. Die trauen sich nicht. Also wir sind hier ziemlich latent beobachtet. ein bisschen. Ja, Ja, aber bestes Wetter, ne? Oder? Also, super, ich mein, super. besser geht's ja gar nicht. Willst du dein Mikro mal Ben geben? Ja, kann ich auch mal machen. Ja klar, wir können ein bisschen quatschen gegen den Versteht Augenblick man im den ein bisschen? Schatten. Genau, geh du mal in den Schatten. Aber ich kann dich auch gleich mal ablösen. Also Tanja hat hier auch Aufnahme gedrückt. Egal, so. Ja, das kriegt die schon hin, ne? Oh. Hessenblitz, ein Fünferpack. Mensch, danke. 5 Mitgliedschaften. Und Seren wird heute schon wieder ausfallend. Schon wieder 5. Schon wieder 5 Aus Seren fallen die Mitgliedschaften raus, Ja. wa? Wahnsinn. Jedes Mal. Dankeschön. So, ich habe jetzt auch ein Mikro. Moin Moin zusammen. Wobei Moin Moin ist ja Schnackerei, Moin ist ne? schon Gesabbel. Ja. Aber du warst ja auch heute schon früh auf. Du darfst dir den einen oder anderen Versprecher jetzt Ja, erlauben. Gott sei Dank. Hast noch mal gepennt eben? Ja, ich habe noch mal 2 Stunden, tatsächlich sogar 3 Stunden geschlafen. Tat auch gut, muss ich sagen. Also letzte Nacht waren 3 Stunden Schlaf, dann aufstehen und dann habe ich mir noch mal 3 Stunden nachgeholt. Aber es hat sich gelohnt, ne? Also war schön. Wo warst du denn heute? Erzähl doch mal den Zuschauern, Ich- was du getrieben hast. Ich bin heute Morgen in aller Herrgottsfrühe aufgestanden und bin nach Nienhagen gefahren. Nienhagen liegt in der Nähe von Warnemünde. Und in Nienhagen gibt es einen ganz, ganz tollen, urigen Kiefernwald. So mit Windflüchtern und so, ne, die vom Küstenwind halt so langsam krumm gebogen werden und so ein bisschen schief gewachsen sind. Nennt sich Gespensterwald das Ganze. Und da war ich heute Morgen fotografieren. Ein echtes Fotografenparadies. Ah, es ist super Mit so einer klasse. kleinen Steilküste zum, Ja. also man steht oben an dem Wald, also man hat hinter sich die ganzen Bäume, dann vorne, also man hat aber keine Bäume, die die Sicht versperren, das Genau. ist das Gute wieder. Ja. Dann kommt so eine kleine Steilküste runter und ich glaube vom Licht her ist es bei Sonnenaufgang, passt das auch ganz gut, oder? Ja, man kann auch Sonnenuntergang nehmen im Sommer. Im Sommer, also zwischen Mai und August, funktioniert Sonnenauf- und Untergang da ganz gut. Man muss halt aber ein bisschen aufpassen, ne? Steilküste, man steht oben, man steht aber auch ganz schnell unten, wenn man nicht aufpasst. Also es sind halt alles so ein bisschen Abbruchkanten, ne? Also man Ja, darf da nicht zu ja. dicht ran. Aber es ist natürlich toll, wenn du durch den Wald gehst und hörst dabei das Meeresrauschen, hast aber Kiefernduft in der Nase. Ja. Das ist alles so surreal, macht aber unglaublich Spaß. Ja. Und dann habe ich da heute Morgen dann nach getaner Arbeit dann mich auf eine Bank gesetzt, noch mal eine Stunde aufs Wasser gekickt und dann einen Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen, so wie das dann sein muss. Also Zum kann ich. Sonnenaufgang war aber sportlich. Wann war der? Kurz vor 5?
Ja, Sonnenaufgang ist im Prinzip 5 Uhr. Ich hatte einen Schwertransport vor mir. Oh. Genau, Auffahrt A20, 70 Kilometer lang, doppelt abgesperrt, keine Spur frei und dann hinterher Super. gezuckelt mit 90. Und du denkst dir, scheiße, du hast einen Termin, du musst dahin. Ja, und keine Chance. Du kommst nicht drauf vorbei. Die haben auch keinen Platz gemacht zum Durchlassen oder sowas. Ne? Stau hinter uns, egal. Ich meine, die haben ja auch nur ein kleines Zeitfenster, wo sie fahren dürfen. Ne? Also von daher ist das alles sehr knapp getaktet. Aber das hat mir heute Morgen so ein bisschen... Ist so ein bisschen wie so ein Lottogewinn. Ja, also ich habe es noch alles geschafft, aber das schönste Morgenrot, was man dann halt so, gerade wenn der Himmel klar ist, dann fängt das ja schon viel früher an. Ne? Und die blaue Stunde, die habe ich dann leider mit den schönsten Farben so ein bisschen verpasst. Gab es sogar heute Nacht leuchtende Nachtwolken, die habe ich auch gesehen, von der Straße aus. Das war aber nicht die AIDA. Und Oder? Klingt aber komisch. hat da einer einen Putzlappen im Horn vergessen? Das klingt oder? aber irgendwie komisch. Ich hätte jetzt gedacht, dass das die Abich davor ist, aber scheint doch die AIDA zu sein. Komische Nummer. Tja, Andi, Sattelschlepper, mein Lieber, ich danke dir auch nochmal für einen 5er-Pack. Alpha Krause, danke für die Sub-Verlängerung, 5 Monate. Frankie schickt 2,49 Vertrauensvorschuss. Ja, ihr müsst euch jetzt langsam wieder erarbeiten mit euren Infos hier. Danke, danke. Und Silvio, 3 Monate. Sehr schöne Fotos hat Ben gemacht. Hast du schon was gepostet von heute? Ach, Story ein bisschen, ich habe ne? nur ein bisschen Story mit dem Handy Ja. gemacht. Die richtigen Fotos, die kommen noch. Aber da war auch schon schön. Also es muss ja nicht immer die Kamera sein. Mit dem Handy kannst du mittlerweile genauso gute Bilder machen. Hat dann irgendwann Grenzen in der Bearbeitung, aber ansonsten kannst du damit auch Der schon Whiskyhase schön schickt eine Anzahlung für eine neue Batterie für deine Fotokamera. Hast du ein Problem mit der Batterie? Nö. Aber du, Akku kannst du immer gebrauchen. Aber danke, Ne? 10 Euro. Vielen, vielen Dank. Ja, aber ich habe heute Morgen wieder Drohnenakkus leer geflogen. Ne? Wird Also- langsam, oder? Ja, es macht auch langsam echt Spaß. Ne? Also ich habe mir noch mal die Steuerung ein bisschen umgelegt, sodass sie noch ein bisschen langsamer ist, noch ein bisschen weicher in der Bewegung. Dann ist sie im cinematischen Modus nicht mehr ganz so spritzig, aber das will ich ja auch gar nicht. Und dann kannst du so richtig schöne, langsame Kamerafahrten machen. Und bin heute das erste Mal durch den Wald geflogen. Hast du mal die Hinderniserkennung getestet? Funktioniert, zumindest nach vorne und hinten. Ja. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig fliegt und das im Blick behält, dann kommst du da ja auch ganz gut durch. Und die Baumabstände vorne an der Kante sind ja relativ groß. Aber von der Ich muss bei mir Bildwirkung her. aber auch noch mal ein bisschen was umkonfigurieren. Ich habe gestern festgestellt, gestern hatte ich ein paar schöne Flüge. Ich habe aber so 2-3 Mal verrissen, weil wenn du beide Sticks gleichzeitig bewegst und dann noch die Belichtung anpassen willst, Ja, dann fehlt dir ein Finger. Ich muss das irgendwie gucken, ob ich das auf die Knöpfe unten drunter, ob ich da kannst du Belichtungsanpassung auf C1 oder C2 machen Das will ich und mal dann gucken. per Klick quasi runter oder so. Ja. Ja. Und ein langer wieder auf Ausgangs. Ich weiß nicht, ob man das so fein Ich muss justieren mir kann. das noch mal angucken. Meistens hatte ich bisher immer die Standardkonfiguration, aber ich muss das mal ein bisschen anpassen. Man wäre ja geil, wenn man da ein Makro drauflegen könnte. Ne? Das Nee, dann- Makro brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja einfach nur eine Blende oder eine Drittelblende rauf oder runter. Wobei, das könnt ihr auch beide unten legen. Einmal rauf, einmal runter. Zum Beispiel, das würde Ja. mir ja vollkommen reichen. Ja. Anna Logan schreibt, war gestern Mittag auf der Cup San Diego, leider kein Paddy mehr da. Danke für die 101 Bits. Ja, gestern, das war leider mit der Cup San Diego gestern etwas unglücklich. So, dass wir dann den Stream schweren Herzens auch absagen mussten. Jetzt geht's gleich los mit der AIDA Perla auf Metropolentour. Ja, und ihr habt hier heute jetzt eure eigene Flagge, ne? Also Ja, schick.
Muss ja mal ein bisschen gucken hier. Ja, also man weiß direkt, hier ist live. Ne? Cool. Ich muss sie noch etwas anders befestigen. Die zieht sich immer so ein bisschen komisch hin. Sind die... Nein, Aha, gut. Du hast verstanden, was ich fragen wollte. ob die Gummis dabei sind. Ja, genau. Nee, die habe ich extra gekauft. Aber vielleicht gibt es die ja irgendwo in verschiedenen Längen, sodass man sowas dann... Ja, die gibt es auf- auch noch mal in länger. Die sind auch günstig, die 20 Stück, 6 Euro oder so. Ach Gott, das ist ja nichts. Ja. Ja. Strahlberger schreibt, wir bewegen uns. Strahlberger, wo bist du noch mal? Vorne rechts, Balkon an der Ecke auf Deck 11. Vorne rechts, Also Steuerbord wahrscheinlich. Steuerbord. Also dein rechts, oder? Noch ein bisschen Sonnenspray? Vielleicht Ja, kann ich noch mal nachlegen ein bisschen. Nee, erstmal Wasser. Das mit dem Alkohol machen wir etwas später. Ja, ich habe heute auch meine GFX noch mal ausgeführt und habe damit noch mal ein bisschen fotografiert. Es macht ja schon Spaß, ne? Die entschleunigt echt ein bisschen. Jetzt kommt langsam hier Bewegung in die Sache. Ja, Da jetzt kommt sieht sie man auch raus. Jetzt sieht man auch mal Schiff. Kannst du dich mal einmal von der Kamera wegdrehen? Wegen Ach so, wegen. Ja, ich mache hier mal ein bisschen weiter, ne? Ach, braucht man gar nicht, seht ihr mal. Der Bildaufbau ist doch perfekt. Arm auch noch mal oder irgendwas? Den rechten Arm nur. Der ist in der Sonne. Dankeschön. Danke. So, die Perla geht auf Fahrt. Wohin geht sie denn eigentlich? Metropolentour. Ah, Ja. Oh, hier ist die Frage, darf man Fotos von Ben herunterladen? Also grundsätzlich, wenn ihr Fotos von irgendeinem Fotografen gerne haben möchtet, fragt den Fotografen immer direkt ja. und macht das niemals ohne zu fragen. Das kann teuer werden. Die Frage ist ja auch, was will man mit den Fotos machen, ne? Ja, eben, Also- aber schreibt immer den Fotografen direkt an, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe da ein tolles Bild gesehen, ihr wollt das an die Wand hängen oder was auch immer. Das ist was anderes, ne? Wenn man das irgendwie Ja. für privat an der Wand haben möchte. Wenn man sagt, ich möchte es mir gerne kopieren, weil ich selber posten will, dann werde ich auch ein bisschen komisch. Aber nee, wenn es einem so gut gefällt, dass er sagt, Mensch, ich würde es mir gerne drucken, dann sagt Bescheid. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Und apropos Drucken, der Hamburg Hafen Live-Kalender ist jetzt übrigens auch vom Layout her fertig. Muss jetzt noch mal ein bisschen Korrektur gelesen werden und so. Was Wird muss- was. Was muss man denn beim Kalender Korrektur lesen? Ja, wir haben auf der letzten Seite so einen kleinen Ach so. Text. Also es ist nicht viel. Ja. Aber du glaubst es kaum, auch sowas wie Seitennummerierung musst du kontrollieren. Und ob auch wirklich das Kalendarium beim Mai, auch das Mai-Kalendarium Ja, oder für Februar, 2026 ist. Also das ist halt peinlich, wenn du dann zum Beispiel ein 2025er Kalendarium hast. Ja. Solche Sachen. Ja, also Details, ne? Ja. Zur Info für euch, wir werden das mit dem Kalender so machen, dass wir den nur auf Vorbestellung verkaufen. Also wir werden uns nichts ans Lager legen. Wir werden irgendwann, wahrscheinlich im August, sagen, jetzt fangen wir an mit Vorbestellungen. Dann könnt ihr 2-3 Wochen lang bestellen. Wir wissen dann, wie viel Auflage wir brauchen. Und dann machen wir irgendwann die Vorbestellung dicht, lassen dann drucken, liefern, verschicken und dann ist durch. Und nichts ans Lager, denn das ist halt ein bisschen, das ist schwierig. Ne? Du weißt nie, wie viel, und Kalender verschicken ist sowieso immer ein bisschen doof mit der Verpackung. Ja. Ja, dann packst du die Verpackung noch mit ans Lager und dann stellst du fest, okay, entweder man hat von allem zu wenig oder man hat von allem irgendwie zu viel. Aber man hat irgendwie nie das, oder äußerst selten, glaube ich, dass man wirklich auf Point sagt, okay, ich habe noch 5 übrig, das ist gut gelaufen. Ne? Also von daher ist das so doch perfekt. Whiskyhase, nein, Amazon-Wunschliste gibt es nicht mehr, weil mir einfach nichts mehr eingefallen ist. Das ist einfach, irgendwann
irgendwann weißt du nicht mehr, was du da draufpacken sollst. Du bist wunschlos glücklich. Ja, ich bin auch wirklich, was Technik angeht, im Moment total glücklich. Ich brauche nicht mal Kleinkram wie Kabel oder sowas. Von daher habe ich gesagt, nee, komm, das ist Quatsch, da jetzt immer irgendwie irgendwas draufpacken. Susanne, ja, du wirst auch vorher sehen können, welche Motive in dem Kalender sind. Ich weiß nicht, ob wir alle in den Shop packen oder ob wir sagen, vielleicht 6 und die anderen 6 sind Überraschung. Ja. Also ich fänd ja Überraschungen gar nicht schlecht, ne? Ich finde es eigentlich auch gut, aber auf der anderen Seite hast du dann immer Leute, die hinterher sagen, ich habe was ganz anderes erwartet. Tja, so ist das mit den Erwartungen. Also, Ne? vielleicht ist es dann doch besser, wenn man einfach sagt, man ist transparent und zeigt, was die Leute da kaufen, statt jetzt auf den Überraschungseffekt Also man zu kann setzen. sagen, es ist maritim. Ich kann sogar sagen, dass jedes Foto in einem Stream entstanden ist und unter jedem Foto ist ein QR-Code und damit springst du zu genau der Stelle im Stream, wo es entstanden ist. Das heißt, du kriegst dann dazu das Bewegtbild. Aber es ist ja noch geiler, das ist ja noch Ich mal find das eine auch geil. Dimension mehr. Ich finde das auch geil. Also quasi ein interaktiver Kalender. Sehr cool. Also es sind eigentlich alles so Stream-Eskalationsbilder. Also im Prinzip Hamburg Hafen Live Best of. So ein Fiel's denn so ein eigentlich? bisschen. Fiel es denn nicht schwer, sich da nur auf 12 Bilder zu beschränken? Ich kann mich ja immer nicht entscheiden, ne? Das ist immer ein Problem. Nee, eigentlich geht das ganz gut. Ja? Weil je öfter ich mir solche Fotos angucke, umso besser kann ich mich trennen. Dann merkst du halt, dass die Sachen sich doch wiederholen, dass sie inhaltlich ähnlich sind. Und ich bin da eigentlich mittlerweile ganz gut drin, mich zu trennen. Und ich finde es auch eigentlich mittlerweile sehr schön, sich zu reduzieren. Denn also ich finde halt diesen Effekt schön, wenn du sagst, du hast 12 Kalenderblätter und jedes Mal, wenn man umschlägt, sagt man, oh wow. Und ich will halt nicht dieses, ja, okay, wieder. Ja. Sondern du, den Aha-Effekt halt, ne? Ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der Strahlberger sagt, er winkt. Er war ja Deck 11. Da ist er am Winken. Guck mal, Deck 11 weiß ich auch, wo das ist. Ne? Ich war ja auf 9. 9 ist das unterste Kabinendeck und Deck 11 da oben. Du hast Da jetzt winkt er, quasi der- interner. Der Strahlemann, Ach, hat er ganz vorne. der Strahlberger, ganz genau, da ist er. Mit einem ollen Geschirrhandtuch. CJ, nee, das habe ich nicht geschafft, dass die Bilder in dem jeweiligen Monat entstanden sind. Das wäre natürlich noch die Krönung, aber das hat nee, das haben wir leider nicht. Das wäre natürlich echt schön. Das ist dann die Challenge fürs nächste Mal. Ja. Oh, hier wieder die Sahneansicht. Ja, das direkt von vorne ist schon Ist cool. Ne? immer, ist immer schön. Ja. Und diesmal hält sie ja sogar relativ lange die Position. Jetzt kippt sie weg. Ne? Ja. Aber ach, ich finde das schön. Direkt von vorne, Ja. wenn du dann tatsächlich den symmetrischen Moment erwischt, wo wirklich alles gleich ist, Träumchen. Aber das ist so mein innerer Monk irgendwie. Ja, Hamburg auslaufen, Hamburg einlaufen, also das ist, glaube ich, was ganz, ganz Tolles. Also gerade morgens. Ich glaube, ich wäre der Erste, der ab Elbmündung oben steht und guckt. Ja, es gibt aber dann doch viele, die lieber pennen. Ich verstehe es auch Ja. nicht. Also gerade wenn man halt Wetterglück hat. Sag mal, wenn das so grau in grau ist oder verregnet, Ja, gut. dann kann ich auch verstehen, wenn man sagt, komm. Dann reicht mir wahrscheinlich Lass auch die das. letzten Meter im Hafen oder sowas dann. Aber Ja. wenn es wirklich richtig schön ist im Sommer und du hast morgens irgendwie noch so deine 15, 16 Grad schon, ach ja, kann man machen. Ich will mal hier was in den Raum werfen. Weil ich Da glaube, möchte jemand ein Selfie machen. ja, ach, eine Landratte. Moin. Guten Tag. Landratten aus Aachen. Aus Aachen, Landratten aus Aachen, ja. Ja, Ne? Aber ihr habt da auch Wasser, ne? Kommt nur aus der Leitung. Und der Strom kommt bei uns aus der Steckdose. ja, da kommt er bei uns auch her.
bin ehemaliger RWE-Mitarbeiter. Aha. Braucht nur 8,61 Cent pro kW zu zahlen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Hansi ist auch da mit 5,99. Moin, mein Lieber. Moinsen. So, ich glaube, knapp 3000 Leute sind dabei. Und hier gehen nochmal von Jürgen Grüße an den Früh- und Slow-Fotografen Ben. Also der Frühfotograf bist du definitiv. Früher Vogel. Aber du, ich habe mit Claudia gestern noch mal geschnackt. Ja, Wir wollen noch mal eine Barkassentour machen. Vielleicht auch mit Community zum Sonnenaufgang. ja, sag Bescheid. Sonntags, vielleicht so September, Oktober, wenn wir so um 7 Uhr Sonnenaufgang haben. Ja, ja, du, Das ist ja schon fast wieder nachmittags. es wird nicht jeder die Band-Challenge accepten. Nein, ich halte aber so, das halte ich eigentlich für einen ganz guten Zeitraum. So, ich Ja. glaube, ab Ende September haben wir so 7 Uhr Sonnenaufgang. Ja, aber klingt doch gut. Vielleicht hat ja der ein oder andere aus der Community da Lust zu. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Ja. Dann sonntags morgens zum Fischmarkt, kurz anlegen, ein paar Franzbrötchen holen oder so. Ja, das ist eine geile Aktion. Das wäre geil. Ne? Und Claudia wird nämlich auch mitmachen. Muss ja erstmal einen Schiffsführer finden, der sonntags morgens um die Uhrzeit aufsteht. Ja, Claudia ist aber auch hart im Nehmen, ne? Und Claudia ist für, hardcore, für ja. fast jeden Mist zu haben, Absolut. solange es Spaß macht. Jetzt dreht sie langsam ein. Ja, ein bisschen Kranschatten auf dem Bug. Ah, ist schon schön. Guck, da stehen sie alle in der Spraybar vorne. Wo ist denn diese Spraybar? Also die Spraybar, hier, dieser Bereich. Da, wo die Leute über dem Kussmund stehen. Okay, alles klar. Dahinter ist Ganz die vorne. Spray, also das ist der Außenbereich der Spraybar. Das ist also the place to be. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Platz. Okay. Ist mal gedanklich notiert. Man hört sie fast gar nicht, ne? Nee. Das finde ich auch immer wieder so beeindruckend. Du hast so ein Riesenschiff und du hörst es eigentlich nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, aus der Entfernung habe ich heute Morgen gesehen, in Warnemünde war auch wieder Fähren-Action. In Warnemünde kommen morgen 3 Kreuzfahrer. Aber auch zu unchristlichen Zeiten wahrscheinlich, oder? Ich glaube 5, 6, 7 oder 6, 7, 8 Uhr. Sportlich. Ja, und irgendjemand wollte doch unter dem blauen A gleich winken. Na, da müssen wir noch einen Moment warten. Ja. So, Jungs, ihr habt hier alles im Griff oder braucht ihr irgendwas? Alles Soll ich euch einen Schirm bestens im halten Griff. Oder? Nö, im Moment ist alles super. Na, da bin ich ja froh. Genieß noch ein bisschen die Sonne hier. Arthur Freundchen. fragt, wo das Pfeifen von Brigitte ist. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Ach, das Pfeifen? Ach, ich wollte sagen, ich sag Bescheid. Also ich pfeife jetzt. Aha. Sie pfeift jetzt. Mehr mache ich nicht. Ja, also Da mit dem Handtuch. Das müsste der Strahlberger sein. Und jetzt Ja, kommt dann mal eine gute Fahrt, ne? Viel gute Spaß. Fahrt. Ja. Oh, die Kamera muss ich auch noch mal neu positionieren. Jetzt können wir mal oben gucken. Andreas Etzin hört nicht. Nein, der Andreas. Da winkt jemand.
Ja. Und die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Guck mal, die Kids spielen da im Hintergrund Fußball. Die interessieren sich auch nicht für das Auslaufen. Guck mal, jetzt wird ordentlich gewunken da. Hervorragend. Da wird, jetzt geben sie alles. Wenn da jetzt noch mal einer durch die Rutsche oben geht, das wäre auch schön. Pfeife! Sie Ach guck mal, da ist tatsächlich einer am Rutschen. Haben die denn da so richtiges Spaßbad an Bord? Ich weiß das gar nicht. Nee, ein Spaßbad in dem Sinne nicht. Also es gibt einen Pool, aber das ist jetzt nicht so richtig so ein Spaßbad. Aber es gibt halt die Rutsche und also schon so ein Spiel- und Spaßbereich. Aber ich muss gestehen, dass ich mir den Bereich auch gar nicht so genau angeguckt habe. Da war ich dann nicht so ganz Zielgruppe. Also sollte ich mal irgendwann mit dem Schiff fahren, dann glaube ich würde es machen. Einfach mal die Rutsche nehmen und hoffen, dass ich nicht stecken bleibe. Guck mal hinten, Lanai Bar, da winkt auch jemand. Da. Ich weiß zwar nicht, ob er uns winkt, aber egal. Das ist egal, wer winkt, ist freundlich, wir winken zurück. Gute Fahrt. Oh, ich kann Träumchen. nach Hause. Ein Träumchen. Ist schön. Die Musik kommt aber jetzt nicht von der AIDA, oder? Das glaube ich auch nicht. Also Da läuft ja bestimmt noch Auslaufmelodie. mit Sicherheit. Aber die Koi ist hinter uns. Die ist es, glaube ich, aber auch nicht. Und direkte Rückführung von Auto. Die ist da vorne schon. Linke Hand. Ah, hier ist schon mal gleich gesehen. Und Elas ist auch schon wieder vorbei. Ja, Elas ist Ja. auch da am Dock 11 schon. Aber ihr habt ja die schöne Möwenparade hier. Ja, Möwen haben wir hier unten links. Hübsch. Im Elbwatt. Ja, 3 Elektrofähren haben wir mittlerweile ja auch am Laufen. Die Grasburg ist ja auch unterwegs. Ja, die wurde Das fährt schon. Anfang der Woche getauft. Ich glaube am Montag oder Dienstag. Ja, was für ein Kaiserwetter, ne? Ein paar Cumuluswolken, Cirruswolken und das war's. Ein Richtig, Träumchen. richtig schön, ja. Peter, ja, ich war mit der Prima unterwegs. Quasi das baugleiche Schwesterschiff. Tony, 10 Euros. Thank you. Tony, for your support. Und Birgit ist auch seit 18 Monaten dabei. Hamburg Hafen Live, immer wieder super Streams. Danke euch allen. Ja, hier an der Ecke natürlich immer so ein bisschen kurz, wenn Sie hier vorbeifahren. Aber ich muss auch gestehen, die Temperaturen heute laden jetzt auch nicht unbedingt dazu ein, einen 3 oder 4 Stunden Stream zu machen. Ja, das ist dann schon grenzwertig, ne? Also ich finde es sehr angenehm, auch gerade mit dem Wind, aber die Sonne ist natürlich trotzdem ganz schön kräftig. Man Die fliegt vertut ja sich noch halt echt hoch. total und ist halt ruckzuck verbrannt. Wir machen noch ein bisschen Möwen-TV. Ja, für die Ornithologen unter euch. Ein bisschen Birdwatching.
Der Whiskyhase haut auch noch eine Anzahlung für eine Portion Eis für Ben und Kirsten zur Abkühlung raus. Das ist aber lieb. Dankeschön. Da kann Ben die Eisbucket-Challenge machen. Gab's doch mal vor ein paar Jahren, ne? Ja. Bringen die Leute nicht auf Ideen. Aber Leon, jetzt fängst du auch noch an mit Fischeis. 10 € von Leon für Fischeis. Herzlichen Dank, mein Lieber. Hat dich der Mike angesteckt. Und Svenny verschenkt auch noch mal 5 Mitgliedschaften. Svenny, Dankeschön. Merci. Amarok, 9 Monate mit dem Prime Sub dabei. Danke, danke. Ja, weg ist sie, die AIDA. Ich glaube, jetzt müssen wir mal gleich die Damen ranholen, dass wir hier mal Tschüss sagen. Cried sagt, das Schwarze sind Goatmöwen. Gossmöwen. Gothic-Möwen. Gothic-Möwen. Ah, der ist auch schwarz. Und, Ja, und okay. unsere Krähen sind eigentlich Gothic-Möwen. Okay. Ah, okay. Ihr wisst ja, bei mir dauert es immer ein bisschen, bis der Groschen fällt. Ja, ansonsten passiert hier, glaube ich, nicht mehr viel. Wir hätten noch so 1, 2 Containerschiffe heute gehabt, aber das wäre dann natürlich draußen irgendwo Bubenei-Ufer gewesen. Ja gut, Ja. die kriegst du hier natürlich dann nicht so mit, ne? Ah, ihr macht schon Tschüss, dann kann ich auch Tschüss. Ja, wir machen Tschüss. Wir machen jetzt gleich Tschüss. Ne? Hallo Badi. Hallo! Na? Moin! Hallo! Hallo! Ich muss sagen, du hast eine tolle Reportage aus Norwegen. War super, super. Ja, freut mich. Schön, dass es dir gefallen hat. Mensch! Na, Digga! Und die Beate. Hallo Beate. Na? Mensch, lauter Landratten. Ja. Seid ihr der Fans aus Alsdorf bei Aachen. bei Aachen? Ja. Ja. Wir hatten euch letzte Weihnachten hatten wir ein kleines Paketchen mit Spezialitäten aus Aachen. Ja. Ich kann es ja genau geschickt. Und weil wir finden euch super toll. Ja, schön. Seid ihr jetzt im... Nein, wir wollen jetzt gleich mal hier. Wollt ihr alle mal... Komm hier, wir wollen mal alle mit drauf. Ja, das ist ja schön. Also ihr macht Dann Urlaub gehen wir mal hier, schön ne? in den Hintergrund, die Ihr langen macht nach gerade hinten. Urlaub. Kommenden Donnerstag haben wir nach 2 Wochen wieder nach Hause. Ja. Ja, auf Wiedersehen. Die Dame. So, ihr Lieben, ja, vielen Dank, dass ihr eigentlich... Moment, erstmal muss ich meinen Sprung. Oder... Ja, Brigitte, du kannst schon... Geh du mal aus der Sonne raus. Brigitte sagt außer Konkurrenz Tschüss. Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. War ein kurzer Stream, aber natürlich für die AIDA-Freunde. Ja, wir hatten auch wieder ein paar Gäste an Bord. Denen auf jeden Fall eine wundervolle Reise. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und vor allem eure Zeit mit uns verbracht habt. Aber natürlich auch ein fettes Dankeschön für die ganze Kanalunterstützung. Hat wieder richtig gerappelt heute. Ganz, ganz dickes Dankeschön. Auch dafür, dass ihr den Shop wieder fast leer gekauft habt. Also Fahnen, Kaffee, es war wieder sensationell. Es war wirklich sensationell. Ja, also es war wirklich krasse Woche. Dickes Dankeschön natürlich an unsere Moderatoren. Wer war denn dabei? Sebastian musst du gar nicht mehr aufzählen, der ist quasi... Sebastian ist schon im Stream, bevor ich den erstellt habe. Sebastian ist einfach der Beste. Sebastian ist wirklich der Beste. Sebastian, Dankeschön. Schwester Hansen habe ich gesehen. Aber die T-Shirts, die haben wir extra gekauft. Meine hat vorhin noch gesagt, sagte, ich will heute nach Paddy. Dann haben wir geguckt, wo du bist. Sagte heute Das ist ja süß. Heute alle 3 Landratten an. Das ist ja süß. Wir Landratten aus Aachen, Ja. unser Haus. So, wen habe ich jetzt von den Moderatoren? Schwester Hansen, auf jeden Fall. Auf haben wir jeden erwähnt. Fall. Ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Und an unsere Besucher. Und natürlich an unsere Besucher. Hey, bestes Wetter. Martin ist auch da, der ist inkognito. Martin ist mit dem Rad gekommen, der sieht so sportlich aus. Kann sich mit Ben gleich Ja, aber mal das ist ein E-Bike, zusammentun. du, das ist so, ne? Das ist ein E-Bike. Aber sieht super E-Bike? aus, ne? E-Bike, Ja, schnittig. Ein E-Bike und dann hast du so eine Hautpelle an. ja. Ich habe nichts anderes sonst. Das ist ja, naja. Ja, aber sieht doch super aus. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Aber wir gucken auch gerne Spiele. Also wirklich nicht, der Vogel haben wir gerade live. Und dann sehen wir